Dann schauen wir doch mal rein in das Spiel. Ist tatsächlich auf Englisch das gesamte Game. Bin ein riesen Rätsel-Fan, die daher auch mega hyped. 2 Stunden hast du noch Zeit, ja, umso besser. Mega hyped, auch der Stil gefällt mir, ist ja eher so ein bisschen cartoonmäßig aufgebaut. Es ist ziemlich nice. Bin echt mal gespannt. Ich gehe komplett blau rein, also komplett ahnungslos rein. Ähm, Bin da also echt gespannt, was das hier jetzt insgesamt wird für eine Erfahrung. But let's see. So, die müssen noch runter. So. Dann können wir hier auch schon rein. New Game. 2 Stunden noch Zeit, das ist immer. So, das kriege ich schon mal hin. Auch sagen, ob alles soundmäßig passt. Hopefully it is so. Eine Doku-Bombe. Die Doku-Bombe präsentiert. Oh. Thunderrose. Okay, es gewittert schon mal. Wer bist denn du? I, Herbert S. Sinclair of the Mount Holly Estate at Reddington, do publish and declare this instrument my last will and testament, and hereby revoke all wills and codicils heretofore made by me. I give and bequeath to my grandnephew, Simon P. Jones, son of my dear niece, Mary Matthew, all of my right, title, and interest in, and to the house and land which I own near Mount Holly. The above provision and bequest is contingent on my aforementioned grandnephew discovering the location of the 46th room of my 45-room estate. The location of the room has been kept a secret from all the staff and servants of the manor, but I am confident that any heir worthy of the Sinclair legacy should have no trouble uncovering its whereabouts within a timely manner. Gib mir 35 Tage Should my Zeit. grandnephew fail to uncover this room or provide proof of his discovery to the executors of my will, then this gift shall lapse. In witness whereof I have hereunto set my hand this 18th day of March, 1993. Herbert S. Sinclair. Der blaue Prinz. Also wir müssen den 46. Raum in seinem Estate hier finden. Dann kriegen wir das Erbe entsprechend anerkannt. Day 1. Wir sind da. Wieso bin ich ein Pfadfinder? Hab ich einen Pfadfinderhut? Jo, Opa, Ruhe in Frieden. Die Männer aus Revo, ja. Der Typ ist der Opa mit der Shotgun. Genau. Und wir knallen links immer mit unserer Karre rein. Bam! Reiner. So. Den 46. Raum finden. Ich will dieses Erbe antreten und will den Opa hier auch nicht enttäuschen, ne? Das bedeutet,
unsere Jagd nach dem 46. Raum beginnt. Los, Jiro. Looten, looten, looten. Ja, definitiv. So, wir gehen erstmal wieder raus. The Grounds. Okay, ich kann sprinten. Ich kann mich nicht ducken. Wenn ich hier jetzt rausgehe, passiert da irgendwas? Oh, ich kann sogar rausgehen. Hier ist ein Brunnen, ein Teller. Ich kann ja sogar weitergehen. Der Stil gefällt mir schon mal. Der ist echt cool. Nee, doch, kein Bock auf Rätsel hier nach Hause. Warte mal, da oben steht, das war auch gerade noch 50. Hier oben. So, da. Oh, nicht, dass ich so klein bin und ich nur eine bestimmte Anzahl laufen pro Tag vielleicht? Ist das meine Ausdauer? Weil ich so ein kleiner Pimp bin? Ein Ass. Kann ich überhaupt irgendwas machen? Oh, hier wird die 4 sogar richtig dargestellt. Sehr schön. 6, 7, 8. Das ist 20 Uhr, Viertel nach 8. Okay. Türen öffnen. Ja, Türen. Oh, hier sind Pläne. Warte mal. Oh, hier liegt ein bisschen was im Raum. Okay. Open only in the event of my death. Okay, ich glaube, du bist tot, Opa. Wow. Junge. Also, Simon, welcome to Mount Holly. You may not remember, but I have fond memories of your many visits here as a young boy, and I hope these rooms provide you with as much amusement as it did in those lost summer days. By the time you read this, I will assume you are fully aware of my last wishes and all the details of the bequest. Please do not mistake my intentions in giving you this challenge as a lack of confidence. Assure you, nothing could have been further from my mind when I chose you as my heir. With that said, there are a few ground rules of this commission covered in the fine print of my will that I feel I should bring to your attention. No tools or items may be brought onto the estate from the outside. Tools and items found on the estate may not be taken off the estate. You may not stay overnight. Okay. Das klingt wild. I don't suspect that any of these stipulations should prove an impediment for someone as resourceful as yourself, but it is very important to me that you start fresh. Fresh. Each morning and not rely on the successes of the previous day. Die Echtzeitübersetzung. Muss ich Echtzeit übersetzen? Also letztendlich sagt es hier aus, dass ich darf keine Werkzeuge und Items mit nach draußen nehmen von diesem Anwesen. Ich darf keine von außen hereinbringen und ich darf nicht über Nacht bleiben. So, er denkt nicht, dass das etwaige Komplikationen oder Hindernisse für mich darstellen wird. But it is very important to me that you start fresh each morning. Also, dass ich frisch jeden Morgen starte, ohne auf die Erfolge des letzten Tages zu bauen. Genau, ich darf keine von draußen hereinbringen, so verstehe ich das. So, ein letztes Wort, also ein letzter Ratschlag.
Do not assume the rooms you find today will be the same rooms you find tomorrow. Oh, ich soll nicht denken, dass die Räume, die ich heute sehe oder heute finde, morgen die gleichen sein werden. The hell? Diese Gründe, also these grounds have provided me a home for the last half century, and even I am uncertain of which room lies beyond any particular door. Also, selbst er hat das letzte halbe Jahrhundert hier verbracht und ist sich unsicher, hinter welcher Tür welcher Raum liegt. Your grandmother used to say, don't go where the path leads. Abandon the path and go where you want it to lead. Also meine Großmutter hat immer gesagt, geh nicht den, don't go where the path leads. Also geh nicht oder folge nicht dem Weg, sondern gehe den Weg, wohin er dich führen soll. Ja, also du bestimmst sozusagen den Weg. With all my love and wishes, best of luck. Ja. Albert S. Sinclair. Wir dürfen kein C4 benutzen, richtig. So. Okay. Interesting. Hinlegen. Was ist hier? Blaupause. The Mount Holly Blueprint. Also Blaupause. This will serve as a useful map and inventory log during your adventure. Also okay, das wird meine Map, also meine Karte und mein Inventar-Logbuch. You may access the Blueprint menu by pressing Tab. Hey, Digga. Okay. Gut. Also einmal Tab. Die Antechamber. Also die Antikammer. Und hier unten ist die Entrance Hall. Das sind 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 mal 9 sind 45. Also hier sind 45 Felder drauf. Wir müssen aber den 46. finden. So, Inventar ist leer. Ich kann es ein Day callen. Und ich kann hier draufklicken. Oh. Okay, warte mal. Exit. Entrance Hall. Also, ich kann... Oh, what? Also, ich kann auf die einzelnen Räume draufklicken. Und kann dann zu den Räumen springen. Damit du wieder moven kannst. Die Räume bewegen sich. Kann ich mir vorstellen. Also, warte mal. Past the steps and beyond the grand doors, admission to Mount Holly is granted by way of a dark and garish lobby, suitably called the entrance hall. From here, each guest's adventure begins. However, the 3 doors that proceed onward do not always lead to the same adjoining rooms. Also der Typ hier, also hier wird jeder willkommen geheißen in diesem Raum, aber es führt nicht immer zu den gleichen Räumen, ne? So wie wir es eigentlich schon gerade gesagt haben. So, die Rarität ist nicht verfügbar. Es ist ein permanenter Raum und ein Blueprint-Raum. Das verstehe ich noch nicht ganz. So. Hier können wir nichts sehen. Hier ist auch nichts. So, die Antechamber. From its root meaning, the room before, der Raum davor, all signs and paths point toward the antechamber. This mysterious sealed room, resting on the 9th rank, may prove, however, quite an initial challenge to even reach, let alone enter. Still, you can't help but draw a connection between this chamber and room 46. Okay. Also, der ist versiegelt. Und er soll sich schon, also resting on the 9th rank, ruhend auf dem 9. Rang, was auch immer das bedeuten mag.
Und dass es schon eine Herausforderung wird, den zu finden. Kann ich mir vorstellen. Es gibt Bedrooms, 8 Stück anscheinend. Hallways, 8 Stück maybe. Green Rooms, Shops und Red Rooms. Okay. Call it a day, würde ich sagen. Ne? Ja. So. 1, 2 oder die 3. Wir gehen mal links lang. Aber hier noch? Achso, nee, hier ist ja auch noch was. Sir, can be. Hier, die Männer zu durchsuchen kann ermüdend sein. Each time you enter a room, you will lose 1 step. Also immer, wenn wir einen Raum betreten, werden wir einen Step losen. When you no longer have any footsteps left, you will be too tired to continue searching the manor and must call it a day. Okay, also so wie wir angenommen hatten. Verstehe. Gut. Ja, das wird ja... Und unten, die Entrance Hall ist Rank 1. Achso, Ranks sind wahrscheinlich hier von unten nach oben. Die Ranks. Gut. Also links. Ist noch ein Ast drauf. Okay, was ist jetzt los? Select a room to draft. Das ist ja funny. Kannst du den Raum bauen, der da hinkommt? Und der gibt dir dann was. Wir können ins Schlafzimmer gehen und somit 2 Fuß nochmal 2 Schritte bekommen. Ein Closet, in dem wir, also einen Wandschrank, in dem wir dann 2 Items finden. Oder den Hallway. Also ich würde ja sagen, lass mal einen Hallway machen, damit ich erstmal dieses Spiel verstehe, weil wenn ich jetzt Items habe und eh keinen Plan habe, was ich damit machen muss. Oh, das ist eine geile Idee. Eine Eisenstange. Ja, das ist zu salzig. Okay, ist hier was? Oh, hier liegt auch wieder was. Das ist einfach nur ein Durchgangsraum. Türen im Westflügel are more likely to be locked. Also in Englisch. Türen im Westflügel sind wahrscheinlicher oder ja, wahrscheinlicher als die im Ostflügel verschlossen. So. Okay, ja, und dann baut sich das sozusagen die Map hier jetzt mit auf. Okay. Gut zu wissen. Gut. Gehen wir mal hier rein. Oder wir können erstmal raus. Bieten sich dann immer noch die gleichen Drafts an? Nee, die werden wieder neu gemischt. Denn ein Diamant? Lavatory, also das Badezimmer. Wir holen mal hier das Den rein. Achso, jetzt gehen wir auch von 44 auf 43 eigentlich. Ja. Oben links hat man es gerade gesehen. Ah, schön. Oh, ein schönes Lesezimmer. Okay. Büroklammer. Hier läuft sogar eine Uhr. Gerade auf den 10. Oh, hier liegt was. Hier war ja auch dieser Diamant drin, ne? Ein Diamant. Also, a more traditional family room, warm and inviting. So comfortable, one might assume that the countless clocks surrounding the sofas are placed in a futile attempt to avoid inevitably wasting the entire day here.
Okay, also einfach nur eine kleine... With love, Hä? but with love. Mhm. One of the many nondescript, always snaking through the estate and providing elegant causeways between the more noteworthy destinations that the house has to offer. Type Hallway. Ist auch wieder ein Hallway. Ist auch wieder eine Common, also eine übliche Rarität und auch nur einmal gedraftet. Okay. Gut, mehr gibt es hier nicht drin. Wir hätten jetzt eine weitere Tür. Ne, 2 weitere Türen, durch die wir gehen können. Na, let's go. Und wenn wir jetzt zurückgehen, kann ich mir auch vorstellen, dass wir da auch dann wieder einen Schritt verlieren. Pantry, 4 Gold oder Geld, Euro, Cent, was auch immer. Hier ist ein Schlüssel. Und noch ein Diamant und ein Dollar. Nein, Dollar, wir sind ja 1 Euro. So, das ist jetzt der Storeroom. Dedicated storage space filled from end to end with a surplus of chairs, carpets, paintings and a handful of other things that had at one time been in vogue and on display elsewhere in the house. Okay. Also der Speicher für all die Sachen, die nicht mehr angeguckt werden. Ist in ein Dead End und ein Blueprint-Type und ist auch wieder üblich. Auch drafted einmal. Achso, war wahrscheinlich, wie oft ich ihn gedraftet habe. Gut. Dann rein hier. Was ist denn hier alles drin? Da hinten ist ein Gemälde. Ich hab das Gefühl, alle Gemälde sind hier wichtig. So wie die gezeichnet sind. Was war hier drin? Ein Diamant, ein Schlüssel und ein Euro. Da ist ein Euro. Wo ist der Diamant? Da. Und einen Schlüssel. Damit können wir wahrscheinlich was aufschließen. Hoho! Ist hier sonst noch was? Nein. Da ist eine Bauernfigur aus dem Schach. Oh. So. Found Dead End. Dann können wir hier jetzt mal lang. Hier könnten wir 10 Schritte dazu bekommen. Will ich aber noch nicht. Weil wir, glaube ich, maximal 50 haben und das würde uns nichts bringen. Eine Nook. Nook ist so eine. Was heißt Nook? Meine Frau guckt gerade Anime. So eine Ecke. Oh, eine Leseecke sogar wirklich. Hier ist auch wieder was. Noteworthy. Sehen wir uns gleich an. Und hier ist der Schlüssel. Okay. The journey noteworthy. As you continue on your adventure, also lange du fortschreitest auf deinem Abenteuer, you may want to consider getting something to scribble down your notes and observations. Oh, also hätte ich wahrscheinlich gerne was, worin ich meine Entdeckungen niederschreiben kann. A pad, scrap of paper, or perhaps most fittingly, a journal will prove to be an invaluable tool you will not regret having beside you on your journey. Also haben wir hier das meinen die richtig. Oh Gott, ich brauch was. Schatz, ich brauche etwas, worin ich schreiben kann. Mehr. Das ist ein Rätselspiel. Ich brauche wahrscheinlich einen Block. Haben wir einen Block? Hast du einen Block für mich? Wenn, dann muss ich mir jetzt kurz mal einen Block besorgen. Lalala. Gut. Let's go.
Das war's für heute mit der Suche nach dem 46. Raum im Anwesen und mit dem Versuch, unser Erbe anzutreten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, Räume zu erschaffen und den 46. Raum zu finden und unser Erbe endlich antreten zu können. Derweil verziehe ich mich auf die Campsite, gehe ein wenig schlafen und wir sehen uns in der nächsten Folge.